Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. In diesem Video soll es darum gehen, wie man in Expert Modebase Extension Bibliotheksteile implementieren kann. Der Vortrag wurde bereits im Rahmen unseres Anwendertreffens Werkzeugbau in Creo Parametric 2023 gehalten. Mit diesem Video wollen wir die Möglichkeit schaffen, die Inhalte nochmal nachzuvollziehen. Mein Name ist Thomas Schneier und ich bin bei der B&W Software für EMX Expert Modebase Extension verantwortlich. In diesem Video möchte ich auf folgende Punkte eingehen. Zunächst möchte ich etwas über das Thema eigene Konfiguration in EMX verwalten sprechen. Danach möchte ich zeigen, wie man Bibliotheksteile und Baugruppen tatsächlich einpflegen kann. Weiter geht's mit dem Thema Standardkomponenten anpassen und erweitern. Und final abschließen mit dem Thema Bibliotheks-UDFs. Ich möchte das Thema eigene Konfiguration damit beginnen, indem ich erstmal auf die Ziele eingehe, die man haben könnte, wenn man eine eigene Konfiguration bereitstellt oder auch eine eigene Bibliothek anlegt. Es ergeben sich daraus einige Vorteile. Die erste wäre, dass die Software sich bei einer Bereitstellung von einer einzigen Konfiguration an allen Arbeitsplätzen gleich verhält. Man hat dann über dieses Verhalten der Software eine bessere Kontrolle, da auch die Veränderungen an einer Konfiguration oder an einer Bibliothek nur von den Key-Usern und den Admins, das heißt den Experten innerhalb der Firma, durchgeführt werden. Man zentralisiert damit auch die Konfiguration. Es gibt nur eine Stelle, an der Änderungen im Verhalten oder an der Konfiguration passieren. Und das bedeutet auch, dass man bei Software-Updates keine extra Aufgaben hat bei der Anpassung der Konfiguration. Werden im Gegensatz dazu die Anpassungen innerhalb der Installation durchgeführt, müsste bei jedem Software-Update die Konfiguration wiederum in die Installation eingespielt werden, was auf jeden Fall zu vermeiden ist, da das manuellen Aufwand bedeutet und fehleranfällig ist. Stellt man Baugruppen und Teile über eine Bibliothek zur Verfügung, so bedeutet das, dass man eine Art Wissensspeicherung durchführt, da man ja seine eigenen Designstrategien in der Bibliothek ablegt. Als letzten Vorteil kann man erwähnen, dass durch die Bereitstellung von Baugruppenteilen und Materialien auch die Konstruktionsprozesse standardisiert werden. Wie kann jetzt eine eigene Konfiguration bereitgestellt werden? Über die Umgebungsvariable EMX-User-Config-Path kann entsprechend auf diese Konfiguration verwiesen werden. Diese Umgebungsvariable muss entweder über die Systemsteuerung und dabei über die Systemvariablen angelegt werden. Es ist auch möglich, über das Startskript, in dem Fall eine Batch-Datei, diese Umgebungsvariable zu setzen. Oder aber die Umgebungsvariablen sollten entsprechend über die firmenweite IT an alle Anwenderrechner verteilt werden. Wichtig ist, für die Konfiguration sollte ein CAD-Administrator oder ein Key-User verantwortlich sein. Die Anwender sollten für diesen Ordner entsprechend nur Leseberechtigungen haben. Was befindet sich jetzt alles innerhalb dieser Konfiguration? Wenn wir uns hier die Dateiebene mal anschauen, finden wir zunächst den Ordner Configuration. Dieser Ordner muss in der angepassten Konfiguration vorhanden sein und auch der Name ist hier nicht veränderbar. Innerhalb von Configuration befinden sich dann alle konfigurierbaren Dateien, beispielsweise die EMX-Optionen, Parameter, Teile und so weiter. Der Ordner Components in der Konfiguration kann vorhanden sein, muss aber nicht. Wenn er allerdings vorhanden ist, ist der Name hier auch entsprechend nicht veränderbar. Components kann dafür genutzt werden, um die EMX-Komponenten anzupassen für den eigenen Nutzungszweck. Dabei muss oder sollte selektiv vorgegangen werden, das heißt, man sollte nicht den kompletten Components-Ordner aus der Installation dorthin kopieren, sondern nur die Dateien dorthin ablegen, die man auch entsprechend verändern möchte. Neben diesen beiden Ordnern habe ich jetzt hier nochmal den Ordner Library bereitgestellt. Dieser kann vorhanden sein und der Name ist hier auch variabel einstellbar.
Über den Library-Ordner besteht die Möglichkeit, die Bibliothek nochmals extern vom Components-Ordner abzulegen. Ist das nicht der Fall, verweist Emacs automatisch auf die Library innerhalb von Components. Wie können wir das Ganze jetzt einstellen? Dafür gibt es die Option Library Path. Das ist eine EMX-Option und über diesen Library Path können wir direkt auf diesen Library-Ordner verweisen. Innerhalb von Library Path können dabei auch wieder Umgebungsvariablen verwendet werden, wie zum Beispiel unser Emacs User Config Path. Im Library-Ordner innerhalb von Components in der Installation gibt es natürlich schon einige Beispiele von Bibliothekskomponenten. Diese können gerne als Vorlagen oder als Beispiele herangezogen werden, wenn es darum geht, eigene Bibliothekskomponenten einzupflegen. Der Material-Ordner ist ebenfalls optional. Der Name ist dabei auch variabel. Es macht natürlich Sinn, hier ebenfalls Material oder Material zu verwenden. Man kann den Material-Ordner verwenden, um eine eigene Materialdatenbank anzulegen. Und hier ist es auch möglich, innerhalb von Materials Materialien rekursiv in einer rekursiven Ordnerstruktur abzulegen. Ist Material nicht vorhanden oder Material bzw. die Option Material Path nicht gesetzt, dann verweist Emacs automatisch auf den Material-Ordner innerhalb von Components. Genau wie im Library Path besteht natürlich hier auch die Möglichkeit, Umgebungsvariablen innerhalb des Pfads zu verwenden. Der Vollständigkeit halber sei hier nochmal der Templates Project Ordner erwähnt. Dieser Ordner ist ebenfalls optional und der Name ist auch völlig variabel, aber es macht Sinn, hier diesen Ordner anzulegen, wenn man Projektvorlagen verwendet. Bedeutet, bereits gespeicherte Projekte, die einige Platten und Komponenten bereits enthalten und die dann wiederum im Projektdialog wiederverwendet werden können, um neue Projekte zu starten. Haben wir jetzt eine eigene Konfiguration angelegt, können wir jetzt auch konkret werden und mit dem Thema Bibliotheksbaugruppen und Bibliotheksteile einpflegen beginnen. Dabei möchte ich nochmal explizit auf den Unterschied zwischen EMX-Komponenten und Bibliothekskomponenten eingehen. Im Components-Ordner befinden sich die Standardkomponenten. Das sind in EMX Führungen, Kühlungen, Auswerfer, Schrauben, Stifte und so weiter. Diese werden von uns softwareseitig gepflegt, ergänzt bzw. gewartet und der Einbau dieser Komponenten erfolgt über den Komponentendialog. Im User Config Path habe ich bereits den Ordner Components erwähnt und hier können auch entsprechend Ergänzungen und Anpassungen durch den Anwender durchgeführt werden. Im Gegensatz dazu gibt es den Ordner Library. Dieser beinhaltet beliebige Teile und Baugruppen. Und dieser sollte auch komplett kundenseitig gewartet werden, mit dem Ziel, eigene Konstruktionsprozesse hier abzulegen. Der Einbau erfolgt dann über den Bibliotheksdialog. Bei den Bibliothekskomponenten ist es sinnvoll, diese an einem von den Standardkomponenten separaten Ort abzulegen. In unserem Vortrag werden wir eine Baugruppe einpflegen, und zwar eine Plattenzentrierung der Firma Meusburger mit der Bestellnummer E1308. Diese Baugruppe hat insgesamt 2 Unterkomponenten. Es muss hier ein Abzugskörper definiert werden über eine Schnittfläche und wir wollen, dass diese Komponente auch direkt verschraubt wird. Dabei ist auf einiges zu achten, um das konkret umzusetzen. Zunächst müssen folgende Schritte durchgeführt werden. Wir definieren uns als erstes einen Ort innerhalb unserer Bibliothek, wo wir unsere Baugruppe ablegen möchten. Im zweiten Schritt wechseln wir das Creo-Arbeitsverzeichnis in diesen Ordner. In dem Fall ist es der Ordner User Config Library Demo. Danach muss das Modell geöffnet werden und in einem vierten Schritt gilt es dann, die Baugruppe konkret zu modellieren. Die Modellierung der Baugruppe oder der Teile ist natürlich Teil der Aufgabe der Konstrukteure. Für unseren Vortrag habe ich das hier natürlich schon komplett durchgeführt. Was ist dabei explizit zu beachten?
Wichtig ist, dass wir ein parametrisches Modell haben, das sprechende Bemaßungsnamen hat. Dann gilt es, die Einbaubedingungen zu bearbeiten oder festzulegen und auch eine entsprechende vordefinierte Verschraubung zu definieren. Das Ganze kann dann auch über Parameter oder Beziehungen gesteuert werden. Weiterhin müssen die Sammelflächen definiert werden, die später für die Schnitte vonnöten sind. Und auch dem Thema Folien müssen wir uns widmen, um die Sichtbarkeiten innerhalb von dieser Baugruppe oder den Teilen zu gewährleisten. Schauen wir uns direkt mal einen Teil der Baugruppe an. Bei den Bemaßungsnamen ist darauf zu achten, dass diese, wie bereits erwähnt, sprechend sind und hier sollte auch ein einheitliches Konzept verfolgt werden. Im Modell sehen wir hier die eingeblendeten Maße und wir sind dabei mit folgendem Schema hier vorgegangen. Längen beinhalten eigentlich immer Namen mit LG1, LG2, LG3. Bei Höhen verwenden wir H1, H2, H3. Breiten mit B1, B2. Bei Durchmessern benennen wir die Maße mit DM1, DM2. Bei Radien verwenden wir Rad1, Rad2. Phasen entsprechend mit F1, F2 und Winkel mit W1, W2. Hier ist darauf zu achten, dass man besonders bei den Durchmessern und Radien nicht D1, D2 bzw. R1, R2 verwendet, da hier sonst das Creo Standard Namensschema torpediert wird. Der nächste wichtige Punkt ist das Thema Einbaubedingungen. Hier sollten auch für die Features sprechende Namen vergeben werden. Beispielsweise für das Koordinatensystem, das zum Platzieren verwendet wird, bietet sich ein Name an wie Placement Casus. Bei Achsen, Punkten, Flächen oder Orientierungsebenen bieten sich entsprechend Placement Axis, Placement Point, Placement Plane oder Orient Plane an. In unserem Beispiel wiederum wird hier der Name Log Origin verwendet, um das Koordinatensystem als Einbaubedingung ordentlich zu benennen. Ebenfalls erwähnenswert für die Modellierung sind die Parameter und die Beziehungen. Parameter können ebenfalls genutzt werden, um das Modell flexibler zu gestalten. Diese Parameter können dann auch wiederum in Beziehungen verwendet werden, um Maßwerte zu setzen oder auch Parameter zu steuern. Parameter können auch über die Instanzabmessungen bzw. Instanzparameter über EMX gesteuert werden. Ein Beispiel dafür, auf das wir auch später eingehen werden, sind die vordefinierten Schrauben, die gesteuert werden können. Das heißt, man kann über Parameter und Beziehungen die Länge und den Durchmesser der vordefinierten Schraube definieren. Innerhalb des Teils oder der Baugruppe sind dann auch Sammelflächen zu modellieren. Diese können dann genutzt werden, um Schnittgeometrien, sozusagen Abzugskörper, zu erzeugen. Wichtig ist dabei, die Sammelflächen müssen geschlossen sein. Es ist auch möglich, komplexe Sammelflächen zu erzeugen, indem verschiedene Sammelflächen miteinander gemerged werden. Eine Sammelfläche wird von EMX auch nur dann erkannt, wenn der String-Parameter EMX-Cut-Killed oder der Parameter BOW-Cut-Killed an der Schnittfläche korrekt definiert ist. Das nächste erwähnenswerte Thema bei der Modellierung sind die Folien. Hier gibt es in EMX zwei wichtige Standardfolien, die zu beachten sind. Die erste ist die BOW-Datum-Folie. Auf diese Folie sollten alle Bezüge abgelegt werden, die später in der Gesamtbaugruppe nicht sichtbar sind. Diese werden dann von EMX automatisch ausgeblendet. Die zweite wichtige Folie ist die BOW-Cut-Kills-Folie. Hier sollten alle EMX-Sammelflächen abgelegt werden, die auch zum Erzeugen von Schnitten verwendet werden. Diese werden dann temporär eingeblendet, um den Schnitt zu erzeugen und im Anschluss wieder ausgeblendet. Das erhöht später deutlich die Sichtbarkeit in der Gesamtbaugruppe, da keine Sammelflächen wild in der Baugruppe sichtbar sind. Im rechten oberen Bild sehen wir ein Beispiel innerhalb einer Baugruppe. Hier sollte es so sein, dass jeweils die Folien in den Einzelkomponenten angelegt werden und dort die entsprechenden Features und Geometrieelemente darauf abgelegt werden. In der Gesamtbaugruppe ergibt sich dann eine Sammelfolie.
Wir kommen jetzt zum Thema vordefinierte Schrauben und Stifte. Vordefinierte Schrauben und Stifte können in EMX im Teilemodus vordefiniert werden. Das erfolgt über den regulären Schrauben- und Stifte-Dialog und wird in diesem Dialog auch entsprechend über die oben gehighlightete Option Komponente vordefinieren angezeigt. Eine vordefinierte Schraube oder ein vordefinierter Stift ist nichts anderes als ein Satz an Parametern an diesem Punkt-Feature, das entsprechend alle Informationen beinhaltet, die notwendig sind, um automatisiert eine Schraube oder einen Stift einzubauen. Diese Parameter können dann auch über Beziehungen gesteuert werden und hier ist es auch möglich, von Baugruppenebene in die Unterkomponentenebene diese Schrauben und Stifte zu steuern. Sichtbar wird die vordefinierte Schraube, indem das Punkt-Feature bei der Definition dann umbenannt wird. Dies sehen wir im unteren rechten Bild im Modellbaum mit der Bezeichnung Autoscrew. Schauen wir uns diese Parameter mal im Detail an. Alle Parameter können entsprechend über EMX angepasst werden. Hier gibt es zum Beispiel den Supplier oder den Screw-Type. Dieser steuert den Hersteller und den Typ der Schraube. Der Parameter Head Surface und Thread Surface, diese sind sehr wichtig, da hier die selektierte Einbaufläche, die ID dieser Fläche, gespeichert wird. Sind diese nicht vorhanden, kann der Einbau auch nicht vollständig erfolgen. Über die Parameter Diameter und Length wird die Länge und der Durchmesser der Schraube festgelegt. BOV Include in BOM steuert dann die Sichtbarkeit in der Stückliste. Dann gibt es auch Optionsparameter wie den Parameter With Counterbore, der ansagt, ob beim Einbau eine Senkung oder keine Senkung verbaut werden soll. Bei Schrauben und Stiften ist es auch notwendig, den Schnitt, die Geometrie eines Schnittes zu definieren. Für die Schraube gibt es hier 6 relevante Parameter, die automatisch ans Parameterset herangeschrieben werden. CB Diameter steuert hier den Senkungsbohrdurchmesser, S-Through den Durchgangsbohrungsdurchmesser, Thread Diameter den Gewindedurchmesser, S-Min-T die Gewindetiefe, Core Diameter den Kernlochdurchmesser und S-Min-B die Kernlochtiefe. Als Standard existieren diese Parameter und steuern mit den hinterlegten Werten den Schnitt. Es gibt allerdings Möglichkeiten, hier auf diese Schnittgeometrie einzuwirken. Entweder ich steuere diese Parameter über Beziehungen und direkt über unser DAT-File über die Instanzmaße, oder aber ich lösche diese Parameter an der vordefinierten Schraube manuell. Ist das der Fall, wird immer der Standard aus der Screwboard CFG angezogen, um hier den Schnitt zu erzeugen. So viel zur Modellierung unserer Baugruppe. Wir haben jetzt die Modellierung in der Theorie abgeschlossen und ich möchte nochmal auf diese Themen innerhalb der Baugruppe in Creo direkt eingehen. In Creo Parametric setze ich mein Arbeitsverzeichnis in unseren Demo-Ordner, in dem sich auch unsere Baugruppe befindet. Im Anschluss öffne ich dann unsere Baugruppe. Als erstes sehen wir in unserer Baugruppe das Koordinatensystem Log-Origin, das wir als Einbaukoordinatensystem verwenden. Ich wechsle jetzt in das erste Teil, in dem befinden sich schon einige Konstruktionsfeatures und hier sehen wir auch die Bemaßungen, die bereits nach einem entsprechenden Bemaßungsschema umbenannt werden. Hier sehen wir S, H1, B, H2. Das Teil beinhaltet auch 2 vordefinierte Schrauben, gekennzeichnet durch den Namen Autoscrew. Hier kann ich mir, wie in der Theorie bereits erwähnt, den Parameterdialog anzeigen lassen. Für die Autoscrew 3 sehen wir jetzt hier einige der bereits erwähnten Parameter. Diese sind für eine Meusburger E1200 festgelegt und was wir hier auch sehen, sind gesperrte Werte für den
Parameter Diameter und Length. Diese sind gesperrt, da sie über Beziehungen gesteuert werden. Diese Beziehungen können wir uns darstellen lassen, indem wir wieder das Feature AutoScrew selektieren. Und hier sehen wir, dass Diameter und Length über den Parameter ScrewDia und ScrewLength gesteuert werden. ScrewDia und ScrewLength werden wir später über die Instanzabmessungen steuern. Für unsere Teile sind die vordefinierten Schrauben bereits fertig definiert. Um zu zeigen, wie man eine vordefinierte Komponente anlegt, werde ich deshalb einen zusätzlichen Punkt erzeugen auf der Stirnfläche unseres Teils. Ist der Punkt vollständig definiert, kann ich dann entsprechend in den EMX-Teile-Modus wechseln und hier jetzt einen Passstift definieren. Der Dialog öffnet sich und ich habe jetzt die Möglichkeit, hier meine Einbaureferenzen zu selektieren. In dem Fall ist es ein Punkt und die Einbaufläche, entsprechend die Stirnfläche unseres Bauteils. Ich kann jetzt bereits eine entsprechende Länge auswählen. Diese Länge wird dann die Standardlänge sein, die dann in den Parametern des vordefinierten Komponente initial festgelegt ist. Das Punkt-Feature wurde jetzt umbenannt in Autopin und auch hier kann ich mir jetzt die Parameter unserer vordefinierten Komponente anschauen. Im Vergleich zu der Schraube sehen wir jetzt alle notwendigen Informationen, um einen Stift zu definieren und diesen automatisch einzubauen. Die Länge des Stifts ist hier jetzt nicht gesperrt im Vergleich zu den Schrauben, da ich noch keine Beziehung angelegt habe, um hier entsprechend diese Länge des Features zu steuern. Ich lösche dieses Punkt-Feature wieder, da wir es für unsere Baugruppe nicht benötigen. Werfen wir einen Blick auf die Folien, die sich in diesem Teil befinden. Hier sehen wir, dass bereits die BOW-Datum-Folie vorhanden ist und hier auch einige Features, Achsen, Flächen, die für die Konstruktion notwendig waren, bereits hinterlegt sind und auch ausgeblendet wurden. Wären diese Bezüge jetzt in der Gesamtbaugruppe für alle Einzelkomponenten sichtbar, dann ergäbe sich doch ein relativ großes Chaos in der Sichtbarkeit. Aus diesem Grund werden sie explizit ausgeblendet. Wir wechseln jetzt in die Baugruppe zurück und betrachten hier nochmal das aktuell ausgeblendete Flächen-ID Feature 44. Das ist die Schnittfläche in unserer Baugruppe und wenn wir hier auf Definition editieren gehen, sehen wir, dass es sich um ein Flächenfeature handelt mit geschlossenen Enden. Das heißt, wir haben eine geschlossene Sammelfläche, die wir dann für den Abzugskörper als Schnittfläche verwenden können. Die Modellierung unserer Baugruppe ist damit vollständig und abgeschlossen und wir können jetzt damit beginnen, diese Baugruppe als EMX-Bibliothekskomponente abzulegen. Eine EMX-Bibliothekskomponente wird über den Komponenteneditor definiert. Dieser ist in den Administrator-Werkzeugen im Ribbon zu finden. Bevor wir die EMX-Bibliothekskomponente in Creo definieren, müssen wir wieder verstehen, was es alles zu definieren gibt. Was tut der Komponenteneditor? Der Komponenteneditor generiert DAT-Files mit allen relevanten Informationen für den Einbau der Bibliothekskomponente. Das sind die folgenden Punkte: die Stücklistendaten, die Einbaureferenzen, die Instanzen mit den entsprechenden Instanzabmessungen, die nominellen Maße, gegebenenfalls Optionen und gegebenenfalls Features, die unterdrückt oder zurückgeholt werden können. Zusätzlich sind die Schnitte zu definieren und auch im Falle, dass es sich um eine Baugruppe handelt, müssen die Unterkomponenten definiert werden. Sind diese Punkte alle vollständig definiert, erhalten wir dann als Resultat auf Verzeichnisebene folgende Dateien. Natürlich die DAT-Datei, die alle EMX-relevanten Informationen beinhaltet,
Gleichzeitig sollten natürlich auch alle ASM- und PAT-Creo-Dateien am gleichen Ort liegen. Wichtig ist hierbei, dass in einer korrekt aufgebauten Bibliothek diese Dateien immer gepurged werden sollten. Die Indizes sollten hier entfernt werden, um auch eine Übersichtlichkeit zu erhöhen. Gleichzeitig wird ein PNG-Bild angelegt, das ist per Default ein Snapshot der Baugruppe. Diese PNG-Datei kann nach Belieben angepasst werden und auch mit weiteren Informationen wie gegebenenfalls Maßen oder Einbaubedingungen versehen werden. Eine sinnvolle Größe ist hier 200 x 200 Pixel. Zusätzlich gibt es noch weitere PNG-Dateien wie das Thumbnail-Bild oder auch das Detailbild. Hier besteht die Möglichkeit, ein größeres Bild noch zu hinterlegen und mit dem Indiz 1, 2, 3 können hier auch mehrere Bilder hinterlegt werden. Dieses Dateipaket kann dann beliebig innerhalb der Bibliothek verschoben werden, aber es sollten alle Dateien immer beieinander liegen. Bei den DAT-Dateien handelt es sich um reguläre Textdateien, die auch über einen Editor bearbeitet werden können. Wir empfehlen als Texteditor den Notepad++, dieser ist kostenlos zu installieren, und auch mit der Erweiterung Elastic Tab-Stop lässt sich die Übersichtlichkeit in der Textdatei verbessern, da hier Tabellen ordentlich dargestellt werden können. Wichtig ist, entscheidet man sich dafür, manuell über einen Texteditor zu arbeiten, sollte man wissen, was man tut, um nicht die Dateistruktur innerhalb der Textdatei zu zerstören. Wir wechseln jetzt wieder zurück ins Creo Parametrik und zeigen direkt im Komponenteneditor, wie man unsere Baugruppe jetzt als EMX-Bibliothekskomponente einpflegt. Um den Komponenteneditor zu starten, wechselt man im Baugruppenmodus in den Bereich Administrator-Werkzeuge Komponenteneditor. In unserem Demo-Verzeichnis befindet sich noch keine DAT-Datei. Aus diesem Grund wird jetzt im Hintergrund eine neue Datenstruktur für unsere Komponente angelegt und diese mit den Default-Informationen befüllt, die bereits EMX über unsere Baugruppe zur Verfügung stellen kann. Als initiales Bild wird ein Schnappschuss entsprechend der aktuellen Orientierung der Baugruppe angelegt. Auf der rechten Seite des Dialogs sehen wir jetzt 8 Tabs. Diese Tabs beinhalten die bereits erwähnten relevanten Informationen, die EMX benötigt, um eine vollständige Bibliothekskomponente anzulegen. Wir beginnen mit dem Bereich der Stücklistendaten. Die Stücklistendaten beinhalten eine Tabelle und in diesen Tabellen sehen wir 3 Einträge, jeweils für die Baugruppe und unsere beiden Unterkomponenten. Die Stücklistendaten werden dafür benötigt, um unsere Komponentennamen zu steuern und um beispielsweise die Sichtbarkeit innerhalb der Stückliste festzulegen. Initial werden hier die Einträge so festgelegt, dass als Quelle Standard festgelegt wird. Standard bedeutet, dass die allgemeingültige Teilenamenregel für alle Teile angewendet wird. Diese allgemeingültige Teilenamenregel ist in der Partnames CFG-Datei festgelegt. Schaut man sich die Spalte Teilename an, so sieht man, dass der Standardteilename aus 3 Bestandteilen besteht. Einmal dem Platzhalter für das Projekt Präfix, dann dem Filename, also dem Vorlagennamen des Teils und anschließend noch mit einer ID. Sollte es für die Bibliothekskomponente relevant sein, dass hier eine andere Teilenamenregel angewendet wird, so gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Wir können neben Standard in dem Dropdown-Menü entweder global auswählen oder lokal auswählen. Was ist hier der Unterschied? Global bedeutet, es wird eine allgemeingültige Regel in den Partnames CFG angelegt für unsere neue Datei Demo ASM 1308. Wählen wir dagegen lokal aus, so wird innerhalb unserer DAT-Datei eine
Teilenamenregel für unsere Baugruppe angelegt, die nur für diese von uns definierte Baugruppe verwendet wird und nicht für gegebenenfalls andere Teile außerhalb unserer Baugruppe. In dem Fall wählen wir für alle unsere Teile lokal und sehen jetzt hier auch, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier diese Teile zu editieren. Wir können beispielsweise sagen, die Unterkomponenten meiner Baugruppe interessieren mich nicht für die Stückliste. Wir möchten nur die Baugruppe in der Stückliste aufgeführt haben. Gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, jetzt hier die Teilenamenregeln anzupassen. Wir wollen hier beispielsweise nicht, dass der Filename innerhalb unseres Namens auftaucht, sondern wir wollen einen festen Namenswert festlegen. In dem Fall hier zum Beispiel Zentrierung ASM. Wir können jetzt hier für alle Teile innerhalb unserer Baugruppe ein Teilenamensregelwerk vergeben, das gegebenenfalls unserem Firmenstandards entspricht. In der Spalte der Stücklistennamen wird standardmäßig der Instanzname eingetragen. Den können wir auch entsprechend abwandeln und hier zum Beispiel eine entsprechende Beschreibung einführen wie Zentrierungsbaugruppe. Für unsere Teile interessiert uns dieser Wert nicht und wir tragen deshalb nur einen Strich ein. Bei den Bestellnummern ist der Platzhalter als Standard die Bestellnummer. Diese ist für uns auch sinnvoll, da dieser Wert in die Bestellnummer eingetragen werden soll. Wir können initial auf Speichern drücken und bekommen jetzt hier die Meldung, dass wir zunächst eine Einbaureferenz definieren müssen. Hier haben wir bereits das Log-Origin-Koordinatensystem besprochen. Wir selektieren als Einbaureferenz Koordinatensystem und wählen dann das Feature Log-Origin aus. Wir haben jetzt eine Einbaureferenz festgelegt und können jetzt auch entsprechend die DAT-Datei zum ersten Mal initial speichern. Nachdem die Stücklistendaten und die Einbaureferenzen jetzt definiert sind, können wir uns den Instanzen und den zugehörigen Instanzabmessungen zuwenden. Initial gibt es nur eine Instanz. Wenn wir aber einen Blick auf den Katalog unserer Komponente blicken, dann sehen wir, es gibt hier bereits 5 Instanzen. Diese Instanzen müssen wir jetzt vollständig definieren. Ein Blick auf die Instanztabelle zeigt, dass wir aktuell hier keine Instanzabmessung definiert haben. Und wir befinden uns auch aktuell in der Instanztabelle der Baugruppe. Bedeutet, wir müssen in dieser Baugruppe 5 Instanzen definieren und dann auch entsprechend in unseren Unterteilen 5 Instanzen anlegen, da wir ja für jede Baugruppeninstanz jeweils eine passende, mit den entsprechenden Maßen durchvariierte Instanz eines Teils benötigen. Über die Selektion der Kopfzeile komme ich in das Menü, um eine Instanzabmessung als Spalte hinzuzufügen. Hier gibt es 4 verschiedene Möglichkeiten. Man kann Bemaßungen definieren, man kann Parameter definieren, man kann Unterkomponenten definieren oder man kann Variablen definieren. Für unsere Baugruppe benötigen wir jetzt erstmal 2 Unterkomponenten, die wir anlegen werden. Um das zu erreichen, selektiere ich jetzt Unterkomponente. Sobald ich das gemacht habe, öffnet sich ein Auswahldialog, in dem unsere 2 Unterteile dargestellt werden. Diese kann ich jetzt als Instanzmaße zu unserer Baugruppe hinzufügen. Innerhalb der Tabelle wird dann entsprechend auch ein initialer Wert festgelegt. Das ist in dem Fall die erste Instanz unseres Teils. Neben den Unterkomponenten werde ich jetzt noch eine zusätzliche Variable hinzufügen. Diese Variable ist beliebig wählbar, also einfach textuell, und diese bezeichne ich als Selektor. Mit OK kann ich diese Eingabe bestätigen und mit der rechten Maustaste kann ich dann auch wieder auf die entsprechende Spalte nach links verschieben, um hier die Übersichtlichkeit zu erhöhen.
Der Selektor wird später in den nominellen Maßen verwendet, um die Instanz auszuwählen. Wie bereits erwähnt, müssen wir insgesamt 5 Instanzen der Baugruppe anlegen. Das erreiche ich, indem ich eine Zeile selektiere und hier Zeilen unterhalb oder oberhalb einfüge. Der Inhalt der Instanzen ist aktuell noch für alle Instanzen gleich. Ich würde jetzt gerne eine andere Instanz für meine Teile auswählen über das Pulldown-Menü, aber ich sehe, es existieren aktuell nur eine Auswahl, eine Instanz. Das bedeutet, ich muss jetzt für meine einzelnen Teile ebenfalls Instanzen anlegen, damit diese auch dann für die Baugruppe selektierbar sind. Das Ganze geht exakt gleich wie bei der Baugruppe. Ich kann wieder über das rechte Maustastenmenü eine einzelne Instanz hinzufügen. In dem Fall möchte ich hier in diesem Teil die Bemaßungen variieren. Es öffnet sich bei Bemaßungen ein Dialog, der alle aktuellen Maße innerhalb dieses Teils darstellt. Ich kann jetzt die Maße auswählen, die hinzugefügt werden sollen, die variiert werden sollen, und diese werden dann als Instanzabmessung zu meinem Teil hinzugefügt. Hier müssen jetzt natürlich auch wieder 5 Instanzen hinzugefügt werden für dieses Teil. Wie man auch hier sieht, sind aktuell alle Werte gleich. Hier beginnt jetzt der Bereich der Fleißarbeit für denjenigen, der die Bibliothekskomponente einpflegt. Hier müssen alle Maße korrekt hinterlegt werden und das ist natürlich auch die Quelle, bei der am meisten Fehler entstehen und wo akkurat gearbeitet werden muss, um diese Fehler zu vermeiden. Man kann diese Arbeit jetzt hier in der Tabelle erledigen. Oder aber man entscheidet sich dazu, das Ganze nach Excel auszulagern. Wie kann ich das erreichen? Um das zu erreichen, muss ich den Punkt Instanzdateien in die Zwischenablage kopieren, selektieren und danach befinden sich alle meine Werte in meiner Zwischenablage. Im Anschluss kann ich dann Excel öffnen und diese Werte in Excel einfügen. Sobald Excel gestartet ist, habe ich jetzt die Möglichkeit, hier mit allen Möglichkeiten, die mir Excel bietet, zu arbeiten. Ich kann neue Zeilen und Spalten hinzufügen und diese dann entsprechend bearbeiten. Aber auch in Excel ist es natürlich so, dass alle Werte korrekt in die Tabelle eingetragen werden müssen. Bin ich dann mit meiner Tabelle soweit fertig, kann ich diese markieren, auch wieder in die Zwischenablage kopieren und dann in meinen Komponenteneditor zurückführen. Dabei werden die bestehenden Instanzen gelöscht und die Instanzmaße und Instanzen aus Excel entsprechend in den Komponenteneditor eingepflegt. Für unsere Präsentation habe ich mir bereits eine Tabelle angelegt, die alle Instanzen für alle Baugruppen und Unterkomponenten entsprechend beinhaltet. Hier kann ich jetzt genauso vorgehen und diese Tabellen markieren, in die Zwischenablage kopieren und dann meinen Unterkomponenten zuordnen. Diese Tabelle ist jetzt etwas umfangreicher als die, die wir manuell angelegt haben und hat bereits alle korrekten Maße beinhaltet. Das gleiche mache ich auch für unsere zweite Unterkomponente und füge hier alle relevanten Instanzen hinzu. Sobald dann alle Instanzen der Unterkomponenten fertig definiert sind, habe ich dann auch jetzt hier die Möglichkeit, in mein Dropdown-Menü zu wechseln für die Auswahl der Unterkomponenteninstanzen und wir sehen jetzt hier 5 selektierbare Instanzen für unser erstes Teil und hier kann ich jetzt auch die Instanzen eben korrekt zuweisen. Das gleiche auch für die zweite Komponente und somit ist dann sichergestellt, dass jede Baugruppeninstanz Bescheid weiß, welche Unterkomponenteninstanz hier eingebaut werden soll. Den Selektor kann ich dann ebenfalls mit sinnvollen Werten befüllen. Hier bietet sich an die 40, 46 und 50, die sich für die jeweiligen
Maße unterscheiden zu wählen. Auch in diesem Fall habe ich dann die entsprechenden Instanztabellen schon in Excel vorbereitet und werde diese dann in den Komponenteneditor einfügen. Der Selektor ist hier entsprechend der Instanzen der Bestellnummern festgelegt. In der eingefügten Tabelle habe ich jetzt hier noch zwei zusätzliche Spalten zur Verfügung. Einmal ScrewLength und ScrewDiar. Das sind jetzt die Parameter, die wir dann nutzen, um über die Beziehungen unsere vordefinierten Schrauben auf die entsprechenden passenden Durchmesser und Längen umzustellen, je nach ausgewählter Baugruppeninstanz. Nachdem jetzt alle Instanzen korrekt definiert sind, habe ich auch die Möglichkeit, jetzt die nominellen Bemaßungen festzulegen. In den nominellen Bemaßungen können wir über die rechte Maustaste ebenfalls ein Maß hinzufügen. Im Dialog werden alle Maße oder Unterbaugruppen dargestellt, die wir als Instanzabmessung für unsere Baugruppe definiert haben. Wir wählen hier den Selektor aus und als Typ wählen wir Pulldown. Das heißt, wir haben dann später im Dialog ein Pulldown-Menü, in dem wir die Selektorwerte auswählen können, um die Instanzen entsprechend auswählbar zu machen. Über die Vorschaubrille können wir uns auch anschauen, wie unsere Bibliothekskomponente dann später im Bibliotheksdialog ausschauen wird. Man sieht jetzt hier bereits folgende Punkte. Wir haben das Bild, wir haben die nominellen Maße, wir haben die Instanzen, die auswählbar sind. Da wir vordefinierte Schrauben in unserer Komponente definiert haben, fügen wir jetzt eine zusätzliche Option ein. Wir wechseln auf den Optionsreiter und sagen Zeile hinzufügen und fügen jetzt die Option Auto Assemble Screw Pins 1 als Typ Yes/No mit dem Standardwert Yes. Diese ermöglicht uns innerhalb des Bibliotheksdialogs zu steuern, ob unsere automatischen Schrauben und Stifte direkt beim Einbau hinzugefügt werden sollen oder ob dieser Vorgang später manuell angestoßen werden soll. Mit dem Standardwert Yes wird festgelegt, dass per Default diese Schrauben eingebaut werden sollen. Wir definieren jetzt unser Schnitt-UDF. Das Schnitt-UDF findet sich im Bereich der Schnittflächen. Wir sehen, dass automatisch bereits hier die Schnittfläche mit der Flächen-ID 44 hinzugefügt worden ist. Das heißt, der Parameter in unserer Baugruppe existiert bereits. Um zu zeigen, wie man das Ganze definiert, werde ich diesen Parameter mal entfernen. Das geht eben über Zeile entfernen. Und ja, wir können wieder über die rechte Maustaste eine Zeile hinzufügen. Unser Dialog verschwindet temporär. Wir können dann die Sammelfläche entsprechend auswählen. Wichtig ist hierbei, dass diese dann natürlich auch angezeigt werden muss. Wir selektieren die Sammelfläche und bestätigen mit OK. Ist das der Fall, wird der Parameter an die Schnittfläche rangeschrieben und diese Sammelfläche wird dann von EMX verwendet, um später Schnitte zu erzeugen. Als letzten Punkt wechseln wir in den Bereich der Unterkomponenten. Dieser wird vom Bibliotheksdialog zunächst standardmäßig ausgefüllt und passt soweit für unser Beispiel schon perfekt. Final können wir jetzt unsere Bibliothekskomponente nochmals speichern und den Dialog schließen. Wir blenden unsere Schnittflächen wieder aus, speichern nochmal final unser Teil und schließen unsere Komponente. Auf Teileebene haben wir jetzt folgendes Resultat. Wir sehen unsere gespeicherte Baugruppe, die DAT-Datei, die passende PNG-Datei und bereits auch eine Thumbnail-Datei. Wie in den vorherigen Präsentationsfolien erwähnt, löschen wir direkt alle Indizes raus und purgen somit unsere Baugruppe vollständig. Die Baugruppe ist jetzt vollständig definiert und es fehlt eigentlich nur noch der Schritt, dass wir den Einbau testen. Dazu wechseln wir
in unser Arbeitsverzeichnis, in dem sich eine Standard-EMX-Baugruppe befindet, in der wir dann auch unsere Unterkomponente einbauen können. Wir öffnen die Baugruppe und innerhalb dieser Baugruppe sehen wir bereits, dass sich dort Interlock-Koordinatensysteme befinden. Wenn wir jetzt den Bibliotheksdialog öffnen, sehen wir direkt unseren Demo-Ordner. Diesen können wir wählen und unsere Demo-Baugruppe selektieren. Alles, so wie wir es definiert haben, wird im Dialog korrekt dargestellt und uns bleibt jetzt eigentlich nur noch die entsprechende Instanz auszuwählen, das Koordinatensystem zu selektieren und auch unsere Auto-Sample-Screw-Pins-Option so auf Standard Yes darzuhalten und dann wird die Baugruppe eingebaut. Man sieht auch, der Name ist entsprechend unserer Teilenamenregel vergeben worden. Mit OK bestätigen wir den Einbau und wir erhalten eine Baugruppe und direkt die passenden Schrauben, so wie wir sie definiert haben. Wie gewohnt können wir die Baugruppen modifizieren und eine andere Baugruppeninstanz auswählen, mit OK bestätigen. Eine andere Variante der Baugruppe wird eingebaut. Das können wir beliebig wiederholen und somit den Einbauvorgang erneut durchführen. Mit diesem Einbau schließe ich jetzt den Bereich Bibliothekskomponenten einpflegen und ich möchte jetzt noch einmal auf das Thema Standardkomponenten anpassen und erweitern eingehen. Neben den Bibliothekskomponenten kann es notwendig sein, dass man seine Standard-EMX-Komponenten wie Schrauben, Kühlungen, Stifte entsprechend anpassen möchte. In EMX ist es deshalb möglich, dass man diese Dateien selektiv im Components-Ordner in dem EMX User Config Path anlegt und dort anpasst. Die Suchhierarchie ist dabei: Zunächst sucht EMX im EMX User Config Path, wird eine Datei dort gefunden, wird diese verwendet, wird sie nicht gefunden, wird sie aus der Installation gezogen. Man kann alle möglichen Dateitypen dort anpassen, sei es Bilder, seien es Creo-Dateien oder sei es die DAT-Datei selber. Auch die Supplier.txt und die Types.txt-Datei sind hierbei erwähnenswert, um entsprechend die Sichtbarkeit von Herstellern oder Typen bei den Herstellern zu steuern. Wichtig ist dabei, die Ordnerstruktur muss von der Installation auf den User Config Path exakt gespiegelt sein. Man sollte niemals dabei den kompletten Components-Ordner kopieren und dabei wirklich nur selektiv vorgehen. Welche möglichen Anwendungsfälle können der Grund sein dafür, dass man diese Komponenten anpassen möchte? Beispielsweise kann es sein, dass man eine gewisse Auswahl einschränken möchte. Hersteller können ausgeblendet werden über das Supplier.txt, Typen können ausgeblendet werden über die Types.txt oder auch einzelne Instanzen sollen für den Anwender gar nicht sichtbar sein, weil hier die Auswahl eingeschränkt werden soll. Das kann wiederum über angepasste DAT-Dateien erfolgen. Eine weitere Anforderung kann sein, dass Teile oder Zeichnungen angepasst werden müssen. Das selektive Ablegen von angepassten EMX-Komponentendateien bringt einige Vorteile, aber auch einige Nachteile mit sich. Als Vorteil kann gesagt werden, dass keine Redundanzen entstehen, bedeutet, dass nur die Änderungen innerhalb der User-Config ablegen, die auch wirklich gewünscht sind. Diese Änderungen sind dann über Software-Updates hinweg auch stabil. Die Nachteile sind dabei, dass Änderungen oder Fixes, die in der Installation durch uns vorgenommen werden, nicht automatisch mit übernommen werden. Beispielsweise, wenn Hersteller neue Instanzen anbieten oder aber wenn auch Anpassungen an Teilen stattfinden, wird das nicht automatisch mit übernommen. Als letzten Punkt unserer heutigen Präsentation möchte ich noch kurz auf das Thema Bibliotheks-UDFs eingehen. Neben Baugruppen und Teilen unterstützt die EMX-Bibliothek auch den Einbau von UDFs. Aktuell können diese UDFs nicht über den Komponenteneditor unterstützt werden und müssen deshalb manuell in den Textdateien editiert werden. Beispiele dazu befinden sich in der aktuellen Installationsbibliothek. Wir unterstützen dabei nur den Einbau der UDFs
und Maße und Einbaubedingungen können hier variiert werden. Ein Beispiel dazu ist das Runner UDFs und dazu gibt es auch ein Kapitel in unserem B&W Online-Tutorial. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Thema Emix-Bibliothek sehr umfangreich ist. Wird es allerdings korrekt angewendet, so bieten sich viele Möglichkeiten, um den Konstruktionsprozess innerhalb der eigenen Firma zu verbessern.